Hallo miteinander! Heute möchte ich euch noch mal ein weiteres Beispiel für die Kleistertechnik zeigen. Es geht um dieses Bild mit sehr viel Grün, ein bisschen inspiriert von Max Ernst. Ich habe mir in diesem Fall wie schon häufig den Zufall zunutze gemacht. Ich habe einen Untergrund strukturiert mit verschiedenen Werkzeugen, Spachteln. Und aus diesem Untergrund habe ich nach dem Trocknen dann diese Formen herausgearbeitet. Wenn ihr neugierig seid, wie das vor sich geht, schaut einfach mal ins Video. Viel Spaß dabei! Ich beginne mit einem Aquarellpapier. Das habe ich mit Maskierband auf ein Brett gespannt. Ihr könnt natürlich auch auf einem Keilrahmen, auf einer Leinwand arbeiten. Diesmal habe ich es nicht grundiert. Ich möchte zunächst eine Art Horizont, einen Himmel anlegen. Und damit die Farbe ein bisschen aquarellartig verlaufen kann, mache ich die Grundierung erst später. Ich wähle zunächst ein Ultramarin und als zweite Farbe nehme ich gleich noch ein Cyanblau, einen sehr weichen Pinsel und wässere die obere Hälfte des Blattes zunächst einmal mit Wasser. Mit dem breiten Pinsel trage ich die Farbe nun von rechts nach links in horizontalen Bewegungen auf. Zunächst einmal recht dünn. Ich beginne mit dem Ultramarin. Später arbeite ich auch das Cyan noch hinein. Es kommt nicht darauf an, dass alles sehr gleichmäßig ist. Ich möchte locker und frei arbeiten. Die Farbe darf sich auch etwas verteilen. Wenn es mir zu viel wird, nehme ich einfach ein Stück Stoff, einen Lappen und wische das nochmal wieder etwas weg. Hier mische ich etwas Acrylbinder hinzu. Damit kann ich verhindern, dass die Farbe zu sehr läuft. Der Auftrag wird etwas gleichmäßiger. So, das Bild ist jetzt vollkommen trocken und ich versiegle das ganze Bild mit einem matten Acrylbinder. Es könnte auch glänzender Acrylbinder sein. Das ist ganz wichtig, damit die Kleistertechnik, die darauf folgt, auch funktioniert. Anschließend lasst ihr alles komplett durchtrocknen. Für die Kleistertechnik brauche ich natürlich Kleister. Den habe ich mir schon fertig angemischt und ich gebe davon so 2 Teelöffel auf meine Papierpalette. Dazu kommt die Farbe und das mische ich nachher gründlich miteinander. Hier habe ich ein Phthaloblau, ein Primärgelb, das Cyan von eben und etwas Ultramarin. Und mal schauen, was ich da für ein Grün draus zaubern kann. Diese Mischung trage ich jetzt auf die untere Partie auf
Und es ist wichtig, dass die Farbe, solange ich sie noch bearbeiten möchte, auch noch feucht bleibt. Ihr könnt das verstärken, wenn ihr vielleicht vorher, bevor ihr die Farbe auftragt, die Leinwand bzw. das Papier noch einmal mit etwas Wasser besprüht. Ich nutze nun verschiedene Spachtelwerkzeuge, um Strukturen zu erzeugen. Hier habe ich einen Keil von einem Keilrahmen, einen kleinen Holzkeil. Der hat natürlich Unebenheiten an seinen Seiten und die ergeben halt Muster. Ich versuche aber auch Abschnitte von Plastikkarten und verschiedene andere Möglichkeiten probiere ich einfach mal aus. Falls mir das, was ich da gerade fabriziere, noch nicht gefällt, kann ich einfach mit einem Pinsel und etwas weiterer Kleisterfarbe das Ganze nochmal übermalen, um einen neuen Versuch zu starten. Auch meine Oberfläche ist mittlerweile etwas trockener geworden. Vorsorglich sprühe ich etwas Wasser darüber. Nun habe ich natürlich schon eine ganze Menge an Strukturen erzeugt. Das sieht ziemlich wuselig aus. Nun geht es ans Ausarbeiten. Das heißt, das muss alles komplett erst einmal trocknen. Lasst dazu das Bild wirklich lange trocknen, damit auch die Kleisterpartien vollkommen trocken sind. Das ist hier geschehen und anschließend kommt wieder eine Schicht Acrylbinder darüber, damit die Oberfläche für die weitere Bearbeitung geschützt ist. Auch das muss erstmal wieder trocknen, bis der Acrylbinder vollkommen fest geworden ist. Für meine Ausarbeitung wähle ich die gleichen Farben, die ich auch vorher schon hatte. Ein Cyan, ein Ultramarin, ein Phthalo-Blau, ein Gelb und zusätzlich nehme ich noch etwas Krapprot. Aus diesen Farben mische ich mir eine recht dunkle, neutrale Farbe und gestalte damit einige Partien im Vordergrund.
Ich finde, es ist wirklich wichtig, auf die Kontraste zu achten und genug Kontraste in einem Bild zu haben. Es gibt natürlich Ausnahmen, Bilder, die auch von ihrer Leichtigkeit und diffusen Lichtverhältnissen leben. Hier möchte ich aber mehr Kontrast haben. Das, was ich jetzt gerade mache, ist mir allerdings auch ein bisschen zu dunkel. Das heißt, gleich werde ich nochmal diese Dunkelheit etwas wegnehmen. Das seht ihr jetzt hier. Und das Krapprot kommt zum Einsatz. Ich habe entschieden, einige Formen auch etwas dreidimensional zu gestalten, das heißt Licht und Schatten einzufügen. Für diese Lichtpunkte oder Lichtstellen nehme ich zunächst etwas Weiß oder auch Weiß mit der Grundfarbe gemischt. Später kann ich diese weißen Lichter noch etwas tönen, indem ich Lasuren darüber lege. Das werdet ihr später sehen. Ich gestalte also einige Formen hier schon etwas mit Licht und Schatten. Meine Schattenfarben mische ich aus den eben schon erwähnten Grundfarben. Ja, ihr seht hier schon, es entstehen sehr viele Flächen, Formen, Strukturen und ich habe mich dann irgendwann entschlossen, sehr viele Flächen einfach gleichmäßig in einem dunklen Ton zu gestalten. Hier rechts diese weiße gefaltete Form habe ich gerade mit einer blauen Lasur, also einer ganz dünnen Mischung aus Farbe und Medium gestaltet, das heißt getönt. Nach dem Trocknen verstärke ich noch einmal mit Weiß die Lichter und nach wiederum dem Trocknen füge ich eine gelbliche Lasur darüber. Dadurch erhält die gesamte Faltenform einen leicht grünlichen Schimmer. Hier in die mittlere Fläche habe ich jetzt noch einen roten Ball eingezeichnet. Ich wollte einfach etwas mehr Farbe haben.
Und oben möchte ich diese Form, diese kreisrunde Form einfach nochmal wieder auftauchen lassen. Diese surreale Landschaft ist für mich jetzt fertig. Hier seht ihr nochmal das Bild. Gehen wir etwas näher ran und schauen mal auf die verschiedenen Strukturen. Da kann man allerhand draus entdecken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Vielleicht versucht ihr auch mal ein Bild aus dem Grün. Viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.